Freunde, in diesem Video werden wir die Welt verändern. Klingt ein bisschen nach dramatischem Clickbait, aber es ist auch was Wahres dran. Letztens haben wir ja diese wunderbare Wand gestaltet. Es ist ein Traum. Diesmal geht es weiter in den nächsten Raum mit Teilverarbeitung. Hier haben wir nämlich ein kleines Problem. Diese Wand. Hier ist eigentlich alles nervig. Von dieser Lampe, ja, die hier schon so durchhängt. Richtig geil. Sowas hier nervt natürlich auch extrem. Überall liegt Werkzeug rum. Immer wenn ich was bohre, kommen hier die ganzen Späne rein. Das Licht ist auch leicht unangenehm auf Augenhöhe. Und der Lautsprecher auf dem Schweißtisch, ja, könnte auch einen besseren Platz haben. Deswegen werden wir heute diese Wand zu einem richtig schönen Hingucker machen. Wir wollen Storage, wir wollen Ästhetik, wir wollen die Box verstauen. Ich will möglichst viel Kram vom Sperrmüll verwenden. Ich will nicht so viel nachdenken, einfach drauf losbauen. Ich freue mich mega. So, das Ding ist mega schwer, muss hier weg. Alle Schubladen rausräumen, denn das ist unmöglich so zu heben. Wiegt eine Tonne. Nein! Oh, Alter! Oh Gott. Steckdose ab und dann haben wir's. So Freunde, ich bin jetzt mal ganz erwachsen und werde dieses Regal, was jetzt hier rumsteht, einfach direkt wieder aufhängen. Das ist schon krass. Es gibt nicht so viele Möglichkeiten. Hier hinten, diese Ecke ist sehr, sehr wenig genutzt. Ich wollte hier so ein kleines Kleinteil-Schraubenlager einbauen. Krass, guck mal, da bin ich. Jo, aber ich bin noch da. Hä, wo muss ich hingucken? Da? Nee, da? Hä, ich bin noch da. Gleichzeitig da. Krass. Heftig. Ja, hätte man ahnen können. Ist ja auch nicht so, dass ich nicht so eine Akkuschrauberverlängerung habe, ne? Aber jetzt ist es was Persönliches geworden. So. Schubladen einräumen. Fertig. Hammer. Leute, das Geile ist, es hängt jetzt tiefer. Und jetzt kann man halt auch einfach mal perfekt in die Schubladen reingucken. Da drüben war das immer so nervig. Geil, Leute. Gefällt mir gut. Ich hoffe, euch gefällt es auch. Jetzt geht's hier weiter. Aber so rum ist besser, ne? Hier ist sie, unsere weiße Leinwand. Erstmal wieder eine Lampe aufhängen, damit wir ein bisschen Licht haben. Juhu! Jetzt hängt das Licht hier richtig schön zentral über der Drehbank. Vorher war das so an der Wand, hat immer so von hinten geleuchtet. Nervt natürlich, weil dann ist hier der Schatten. Also tausendmal besser. Das letzte Video, das Microbook, war ja ziemlich detailliert, ziemlich nerdig. Ich will diesmal einfach so ein bisschen drauf losballern, gucken, was habe ich in der Werkstatt, ein geiles Regal bauen. Schnell gemacht. Die Teile, die habe ich vom Sperrmüll. Eichenschubladen. Die verwenden wir. So, das ist der Plan. Storage, Mucke, das Ding ist nur Platzhalter. Ich glaube, es wird mega. Das wird eine Herausforderung, weil die Box halt weiter rausguckt. Muss irgendwie geil eingearbeitet werden.
Die Teile habe ich auf dem Sperrmüll gefunden, altes Tischgestell. Nicht wunderschön, aber was ich auch gefunden habe, sind diese alten Profile. Ich glaube von einem Regal. Mega geiler Lack, die nehmen wir auch. So, das spiegeln wir uns mal eben. Oha, ein bisschen klein. Ah, sollte gehen. Jupp, perfekt. Praktisches Teil. Noch ein bisschen flexi das Ding. Muss noch stabilisiert werden. Alter. Ey, das ist mal wieder Schicksal. Belastungstest. Oh. Juhu! Supermassive Stability Stuff. Ey, das sieht so sick aus einfach. Diese weißen Profile wird man hinterher nicht sehen. Deswegen habe ich nur im sichtbaren Bereich diese schönen Winkelprofile verwendet. Und ihr kennt mich, ich werde das jetzt natürlich nicht lackieren oder so. Das ist perfekt so, wie es ist. So, jetzt die Schubladen. Die kommen einmal hier hin und auf die andere Seite. Ja. Hallo, ich bin im Fernsehen. Damit Felix Schelasse weiterhin Knallerinhalte produzieren kann, nehmen Sie nun Ihren Finger und klicken Sie hier auf den Abonnieren-Button. Jetzt zum Wetter. Die aktuelle Wetterlage könnte nicht besser sein. Es regnet Kommentare und Likes für dieses Video. Vielen Dank. Soweit für diesen Moment. Woo! So, Freunde. Diesen alten Globus hier, den möchte ich auch in dem Projekt verarbeiten. Der ist schon etwas kaputt. Leichtes Erdbeben an dieser Stelle. Müssen wir kleben. Und dieser Holzring soll jetzt hier... Die Weltkugel sollte eigentlich da reinpassen. Scheiße, ich habe mich anscheinend vermessen. Zweiter Versuch. Jetzt haben wir einen kleinen Saturn. Noch ein bisschen schleifen, dann passt's. So, jetzt aber. Magic Trick. Sehr gut, passt. Okay, das wird hinterher quasi wie eine Blende. Es macht jetzt alles noch nicht so viel Sinn. Entspannt euch einfach. Genießt die Show. Vielleicht nochmal sauber machen. Habe ich vom Rhein. Ist wahrscheinlich ein altes Grillrost. Riecht auf jeden Fall nach Kohle. So, und da soll jetzt ein Loch rein. Es ist alles aus Sperrmüll, was wir hier bauen. Und entweder ihr glaubt es mir oder nicht, aber das hier habe ich letztens auf dem Sperrmüll gefunden. Es ist kein Scheiß einfach. Geht's noch? So, die Seiten machen wir auch noch zu. Nehmen wir das gleiche Material. Ist noch ein bisschen was über. Ich hoffe, das reicht. Let's go!
Achtung. So, nach dem gleichen Prinzip werden wir jetzt dieses Blech befestigen. Und zwar genau da dran. Das sieht doch gut aus. Es ist ja wohl toll. Einfach toll. Freunde, diesen Globus möchte ich hier in das Loch einsetzen. Habt ihr euch wahrscheinlich schon gedacht. Einfach als kleines Zeichen, dass alle Menschen hier von dem Planeten Erde willkommen sind. Und natürlich auch von anderen Planeten, klar. Das Ding soll natürlich am Ende leuchten und sich motorisiert drehen. Ist ja logisch. So, Licht testen. Super, das läuft schon mal. Und jetzt das viel Wichtigere, natürlich der Motor. Bin richtig gespannt. Ja, geil. Ist das geil. Ich finde die Geschwindigkeit perfekt. Der Riss hier, den lasse ich glaube ich einfach. Irgendwie finde ich es gar nicht so schlimm. Scheint so ein bisschen das Licht durch. Jetzt muss das ganze Ding natürlich noch dort eingebaut werden. Damit hat sich das mit dem Clickbait auch erledigt, denn ich habe diese Weltkugel, diesen Globus verändert zu diesem wunderschönen Objekt. Woo! So, Alter. Also ich finde es mega geil, vor allem, dass man durch das Gitter die Welt halt auch noch sieht, deswegen wollte ich es nicht zumachen. Das ist ja wohl so ein geiler Effekt. Das sieht einfach nur krank aus. So Freunde, jetzt die Holzblende. Hier sieht man diese Kanten, die sind nicht so besonders schön. Deswegen kommt jetzt hier diese Blende noch drüber. Der Ring hier ist nur 5 mm stark, deswegen muss ich jetzt ein bisschen was kombinieren. 10 mm Schraube mit einer M4 Mutter und einer Unterlegscheibe. Dann habe ich die perfekte Schraube. So, jetzt ist das schön verschraubt. Ey, von vorne mega schön. Ein perfekter Abschluss, würde ich sagen. Als nächstes, Freunde, kümmern wir uns um diese Schubladenelemente. Da soll Werkzeug-Storage rein. Diese schönen Griffe muss ich leider abschrauben. Das passt nicht. Einfach die Dinger fertig bauen. Das muss jetzt auch nicht so overengineert sein. Alles Dvora-mäßige da rein.
Leute, zieht euch das rein. Die Dinger kann man jetzt theoretisch auch noch rausnehmen. Zack, hier hinstellen. Also, wenn man möchte. Ich werde die hier dran lassen. So, perfekt einfach. Hier, bam, bam. Hä? Das ist mega geil. Unten auch mit dem Stahlprofil nochmal hier schön zu dem Ding ergänzt. Ey, ich glaube, das wird einfach eine Pracht. Könnt ihr nachvollziehen, warum mich das so glücklich macht? Ich denke schon. Sonst wärt ihr nicht hier. Haha! Oh. So, das Brett hier bleibt ein bisschen flexibel. Hier ist noch Platz, falls mal andere Bohrer dazukommen. Kann jetzt schön hier einsetzen, Spack. Geil, und ist dann ein bisschen flexibler. Und das Beste, hier noch Slots für Bohrfutter. Hammer! Hammer, 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 Mama, Mama. Es ist Zeit, die Wand zu streichen. Sie soll schwarz werden, let's go. So Freunde, die Wand ist fertig. Ich habe hier oben noch 2 Leisten angeschraubt. Das sind alte Fußleisten. Die haben hier oben so eine kleine Nut. Seht ihr das schon? Hier hinten sind einfach Haken eingeschraubt. Hier unten kleine Schräubchen als Abstandshalter und fertig. Und jetzt hängen wir alles auf. Die Bohrschublade habt ihr ja schon gesehen. Ich finde es mega geil. Alles ist richtig schön einsortiert. Das gleiche, Freunde, habe ich für die ganzen Werkzeuge gemacht, die ich für die Drehmaschine brauche. Und die sieht so aus. Gleiches Prinzip, alles hat seinen Platz, wunderbar. Besonders diesen Hammerhalter mag ich sehr gerne. Oh, es ist ein Traum. Ja, also ich glaube, Leute, Effizienz ist gegeben. Nummer 1. Nummer 2. Ja. Jetzt kommt die Box hier drauf. Die Box übrigens habe ich noch über. Von einem alten 5.1 System, brauche ich nicht mehr. Deswegen Werkstattbox. Letztes. Letzter Step. Strom drauf. Freunde, Hammer, ich bin mega happy. Zieht's euch bitte rein, wie schön es ist. Leute, ungefähr zu 83,5% haben wir hier nur Sperrmüll verarbeitet. Also dieses Blech hier, ne? Oh, in Kombination mit diesen Winkeln hier, das ist so schön hier. Ei, ei, ei. Wahnsinn, Leute. Komm, wir machen noch ein schönes Vorher-Nachher. Was ich cool finde daran, das ist ja wie ein kleines Möbel. Also wenn ich irgendwann diese Werkstatt verlassen sollte, was ich jetzt noch nicht vorhabe, kann ich es einfach einpacken, irgendwo anders wieder aufhängen. Mega. Leute, vielen Dank fürs Zugucken. Mir fehlen die Worte. Ich will nur Danke sagen. Schön, dass ihr immer dabei seid, supportet. Wenn ihr mehr supporten möchtet, kommt gerne zu Patreon. Vielen, vielen Dank an alle, die schon bei Patreon sind. Deswegen ist es möglich, dass ich solche Projekte mache und mir diese Werkstatt leisten kann. Also, Dankeschön.